Handwerk gibt es überall, auch in einem Krankenhaus. Denn im OP arbeiten die Handwerker unter den Ärzten. Chirurgen schneiden weg, was kaputt ist. Sie reparieren und nähen. Ihre Arbeit zeichnet sich durch etwas ganz Besonderes aus. Die Faszination, dass ich mit meinen Händen ein Leben retten kann. Christos Tsigouris ist Chefarzt und seit über 20 Jahren Chirurg. Im Klinikum in Idar-Oberstein steht eine Routineoperation auf dem Plan. Eine sogenannte offene Bauch-OP, bei der ein Teil des Darms entfernt wird. Bei dieser Art Operation handelt es sich um eine Chemikolektomie rechts, das ist der Fachterminus, also um eine Entfernung des rechtsseitigen aufsteigenden Dickdarms. In diesem Fall handelt es sich um eine Krebsoperation. Ja, tatsächlich, im CT ist diese kleine Verdichtung zu sehen. Okay. Bei der Röntgenbesprechung bespricht Christos Tsigouris die geplante Operation mit seinem Team. In dem Fall befindet sich der Krebs im Bereich des rechten Dickdarmanteiles, sodass sie natürlich diesen Teil entfernen muss mit den entsprechenden Gefäßen und Lymphknoten. Denn auch die können von Krebszellen befallen sein. Die Lymphknoten sind unauffällig und es gibt auch keine freie Flüssigkeit. Also bis auf diese tumorsuspekte Verdichtung ist unauffällig. Wunderbar, sodass wir dann letztendlich onkologisch entsprechend den rechten Dickdarmanteil wegnehmen würden, mit der rechten Flexur und hier absetzen würden. Ja, vielen Dank. Die Chemikolektomie rechts ist sicherlich im Bereich der Dickdarmchirurgie eine einfache Operation. Aber wenn es um bösartige Erkrankungen geht, die im Bereich des rechten Dickdarmes sich manifestieren, dann ist es schon eine etwas kompliziertere Operation. Weil dadurch, dass man bei der Krebschirurgie radikal operiert, weil das ist natürlich konkurrent zu der Überlebensfähigkeit des Patienten, ja, gelangt man dann natürlich in zentraleren Strukturen wie große Gefäße oder auch wie die Bauchspeicheldrüse. Und wenn man da also nicht vorsichtig und sehr präzise operiert, kann es dann zu größeren Blutungen kommen. Bevor die Operation losgeht, bereitet die OP-Schwester alle notwendigen Instrumente vor. Steriles Werkzeug für den Handwerker. Die meisten Instrumente sind aus Edelstahl und wiederverwendbar. Genau wie die großen Wundhaken, mit denen später der Bauch aufgehalten wird. Besonders wichtig werden diese Instrumente, denn die sorgen dafür, dass bei der Operation kaum Blut zu sehen sein wird. Der OP-Bereich ist besonders geschützt. Hier gelten strenge Hygieneregeln zum Schutz der Patienten. Für Christos Tsigouris ist außerdem Disziplin wichtig. Undiszipliniertes Verhalten kann die Patienten gefährden. Natürlich übernehme ich die Verantwortung für den Patienten. Der Patient, der hat Ängste bezüglich seiner Erkrankung. Ja. Es ist ein Krebs diagnostiziert, eine Welt bricht zusammen. Die Problematik, die die Patienten oft äußern, ist dieses Ausgeliefertsein. Ja, sie können ja nicht mitreden. Ja, sie haben eine Narkose, sie schlafen, es geht ja nicht anders. Ja. Sie haben keine Möglichkeit einzugreifen. Und das für den Patienten häufig ein sehr unangenehmes Gefühl. Wovon die Patienten deshalb nichts mitkriegen, ist die festgelegte Choreografie im OP. Wie zum Beispiel beim Anziehen des sterilen Kittels. Ohne Handschuhe darf der nur an bestimmten Stellen am Rücken angefasst werden. Die OP-Schwester hilft dem Chirurgen in die sterilen Handschuhe. 2 übereinander, um auch ihn vor Infektionen zu schützen. Christos Tsigouris desinfiziert die Haut des Patienten mit einer antiseptischen Lösung. Nach ein paar Minuten Einwirkzeit decken die Ärzte den Körper mit sterilen Tüchern ab.
Nur das Operationsgebiet bleibt frei. Wir wollen ja keimfrei sein, ja, damit wir keine Infekte produzieren. Und deswegen ist auch dieses Abdecken so zu betrachten, ich will eine sterile, freie Zone um die Wunde herum letztendlich platzieren, ja, sodass ich nach rechts und links noch genug Platz habe, da wo ich schneide, aber dieser Platz sollte steril sein. Schnitt. Anspannen, Jungs, anspannen. So, Bauchtuch für den Ding. Keri heißt auch neugriechisch die Hand und Ergos das Werk, so dass Chirurg übersetzt eigentlich Handwerker heißt, ja. Und es ist auch geschichtlich das ganz klar auch entsprechend zu erklären. Früher, ganz früher, jetzt rede ich natürlich über Antike oder Mittelalter, da galten die Chirurgen ja gar nicht zu den Ärzten, ja. Also die Ärzte, das waren Studierte in der Regel, auch bis zum 18. Jahrhundert. Und die Chirurgen, das waren Handwerker, die eigentlich irgendeine Zunft angehört haben und vor einem Handwerksmeister die Prüfung abgelegt haben. Die Chirurgen haben letztendlich entweder Wunden oder Eiterblasen oder Zähne, ja, oder gebrochene Knochen versorgt, und zwar mit der Hand oder mit Instrumenten. Seitdem hat sich so einiges in der Chirurgie weiterentwickelt, vor allem bei den Instrumenten der Handwerker. Die Hochfrequenzchirurgie ist mittlerweile Standard und sorgt dafür, dass Operationen nicht mehr so blutig sind wie zu früheren Zeiten. Mithilfe von bestimmten Instrumenten wird hochfrequenter Strom durch den Körper geleitet. Mit dem monopolaren Messer schneidet der Chirurg nicht nur, sondern stillt gleichzeitig auch Blutungen. Denn die Gefäße werden durch den Strom direkt verschlossen. Das ist jetzt die Fettschicht nach der Hautdurchtrennung. Jesus, nicht reißen, bitte. Ja? Wir müssen uns ja bewusst sein, dass wir jetzt als Chirurgen in dem Fall ein Skalpell in die Hand nehmen und erstmal den Patienten verletzen. Per se wäre das auch eine Körperverletzung, aber durch die Aufklärung, die wir natürlich betreiben, ist es dann legitimiert. Also wir setzen eine Verletzung, um aber daraus den Patienten letztendlich aus einer schwierigen Situation zu bringen. So, jetzt sind wir im Bauchraum drin. Die sogenannte Laparotomie, also das Öffnen des Bauchraums, dauert nur ein paar Minuten. Für Christos Tsigouris ist das absolute Routine, nach jahrelanger Erfahrung. Natürlich braucht man einen gewissen Mut, ja, man braucht eine Geschicklichkeit. Wenn man sie mitbringt, ist es okay. Bestimmte Sachen kann man auch erlernen durch Übung. Ja, wir müssen es trainieren. Wir als Sportler müssen wir diese Griffe trainieren. Ja, und irgendwann kommt noch die Erfahrung dazu. Okay, wir tasten natürlich immer den Bauchraum ab. Wir haben hier eine bösartige Dickdarmerkrankung und überprüfen natürlich, ob die anderen Organe alles gut ist. Oder ob schon andere Organe von Metastasen befallen sind. Vor allem Leber und Lunge sind beim Dickdarmkrebs gefährdet. Die Lunge ist frei, das haben wir in der Computertomographie gesehen. Wir kommen natürlich jetzt in den Brustkorb nicht rein, aber die Leber tasten wir ab. Die war auch frei in der Bildgebung, aber die ist auch palpatorisch frei. Und dann geht es natürlich darum, ob das Bauchfell, was den ganzen Bauchraum von innen bedeckt, auch entsprechende Metastasen hat, die man in der Bildgebung eventuell nicht sieht. Und deswegen werden alle 4 Quadranten, wir unterteilen den Bauchraum in 4 Quadranten, abgetastet. Und das ist ja alles in Ordnung. So. Am Rahmen werden die Wundhaken befestigt, damit die Chirurgen gut an den Darm drankommen. Die Bauchtücher aus Baumwolle schützen außerdem das Umfeld. Hier. Jetzt fangen wir mit dem ersten Reparationsschritt. Du hältst mir den Darm so. Jetzt brauche ich monopolaren Strom.
Richtig anspannen. Ja, genau. Beim Präparieren legt der Chirurg den Darm frei und löst ihn von seiner schützenden Fettschicht. Die gesamte Operation unterteilt Christos Tsigouris in 3 Schritte. Das Freilegen und Lösen ist der erste Schritt. Es gibt Anteile, die frei beweglich sind im Bauchraum, aber es gibt auch Anteile, die entsprechend fixiert sind oder mit Strukturen verbunden sind, die man natürlich nicht mit entfernen muss, sodass diese Strukturen entsprechend schichtgerecht, ohne dass die verletzt werden, frei präpariert werden. Das ist jetzt der erste Schritt, dass wir letztendlich diese Fettschicht, diese Fettschürze von dem Dickdarm abpräparieren. Chirurgie ist direkt verbunden mit anatomischem Wissen. Ja, Sie müssen die Anatomie kennen, sonst machen Sie sehr viel kaputt. Wenn ich diese Schichten kenne und die entsprechend beachte, dann kommt es dazu, dass ich erstmal die Nachbarstrukturen nicht tangiere, nicht verletze und ich natürlich auch keine größeren Blutungen setze, weil ich mich dann in Schichten bewege, wo auch keine größeren Gefäße sind. Dieses schichtgerechte Operieren, je nachdem, welches Organ Sie angehen, ist ein elementarer Bestandteil der Operation. Rupfen bitte, bipolare Pinzette. Natürlich gibt es in der Chirurgie auch Situationen, wo Sie dann doch eine Blutung haben, aber dann müssen Sie erfahren genug sein, ja, diese Art intraoperative Komplikation zu beheben. Also es ist sehr anspruchsvoll und Ziel ist natürlich einerseits keine Kompromisse zu machen, wenn es um die Onkologie geht, und umgekehrt kein Flurschaden, also keine Nachbarstrukturen zu verletzen. Hier ist der Dünndarm, also Übergang Dünndarm zum Dickdarm. Hier ist der Blinddarm, ja, der sogenannte Blinddarm. Und jetzt haben wir diese Situation, wir haben den Darm, der praktisch an der Bauchdecke und an der Hinterwand der Bauchdecke verklebt war, komplett mobilisiert. Und zwar so weit mobilisiert, dass wir die Hauptstammgefäße sehen. Das sind diese bläulichen Strukturen, da sind die Venen. Ja? Das sind Gefäße, die das Blut zum Herzen bringen, sodass wir hier letztendlich zentral absetzen können. Und dann können wir auch sicher sein, dass die ganzen Lymphknoten, hier kann man eine erahnen, die entlang der Gefäße sich verteilen, auch zentral mit reseziert wurden. Sie müssen das mit einer großen Verantwortung und Präzision machen, weil das nackte Überleben von dieser Operation ja, letztendlich abhängt. Wenn Sie nur zum Beispiel den Tumor entfernt hätten und Sie würden die ganzen Lymphknoten belassen, dann ist es nur eine Frage der Zeit, bis diese Lymphknoten sich dann melden. Ja, das heißt, das onkologische Operieren sollte exakt, präzise und ohne Kompromisse durchgeführt werden, weil es direkt relevant oder Relevanz hat zum Überleben. Der Tumor befindet sich im Inneren des Dickdarms und ist von außen nicht zu sehen. Darmkrebs ist eine der häufigsten Krebsarten in Deutschland. Jährlich erhalten rund 60.000 Menschen diese Diagnose. Bipolare Schere. Dann würde man praktisch hier entlang präparieren. Auch hier ist das Ganze anatomisch durch die Gefäßsituation definiert, sodass wir, ich vermute mal, hier dann den Dickdarm absetzen, sodass wir letztendlich den rechten Anteil des Darmes, des querverlaufenden Teils, ja, den aufsteigenden rechten Teil plus ein Teil des Dünndarmes absetzen. Das ist praktisch unser Ziel, unser Präparat. Der zweite Schritt der OP ist die sogenannte Resektion, also die teilweise Entfernung des Darms. Dazu durchtrennt Christos Tsigouris die gelbe Fettschicht und die Gefäße, die den entsprechenden Teil des Darmes mit Blut versorgen. Klemmchen. In dem Fall will ich keine Blutung riskieren, sodass wir diese für mich etwas größer imponierende Gefäße klassisch zwischen 2 kleinen Klemmen durchtrennen. Die Enden näht der Chirurg mit Fäden zu.
Das ist jetzt Basischirurgie. Die ersten 2 sind Rutschknoten. Ich kann noch einen dritten machen. Das heißt Knoten, die ich immer noch festziehen kann und fixieren damit die anderen 2 oder 3. Und in der Regel reichen dann 4 Knoten, dass dann das Gefäß auch sicher verschlossen ist. Jetzt haben wir die Situation, dass wir praktisch jetzt hier die Absetzungsstelle schon definiert haben. Ja? Das Absetzen, also das Durchtrennen des Gewebes, macht der Chefarzt nicht von Hand, sondern mit einem speziellen akkubetriebenen Klammernahtgerät. Der Vorteil: Es geht deutlich schneller als das Nähen mit der Hand. Er klammert rechts und links zweireihig. Direkt nach dem Klammern wird ein Skalpell herausgefahren, was dann den Darm durchtrennt. Schere. So dass man jetzt hier sieht, Pinzette. Die Klammernahtreihe hier. Und auf der anderen Seite, dieser Teil des Darmes fällt weg. Diesen Teil des Darmes nehmen wir nachher für die Verbindung. So, das können wir jetzt so liegen lassen. Gut. Und jetzt komplettieren wir die Präparation. Ein guter Operateur muss natürlich ab einem gewissen Stand fachlich gut sein. Ja, er muss eine Expertise haben und er muss eine Geschicklichkeit entwickelt haben, entsprechend Sachen umzusetzen im Körper. Er muss natürlich für mich sozial sehr kompetent sein. Ja, er muss den Patienten an die Hand führen können und den Patienten natürlich in seine Ängste begleiten. Du musst physisch schon eine gewisse Stärke mitbringen, aber auch eine psychische, eine mentale Stärke. Ja, weil wir natürlich auch Patienten schlechte Nachrichten beibringen. Ja? Auch wir Patienten verlieren bei der Operation. Und das muss man verarbeiten. Diese Operation ist für den Chefarzt und sein Team Routine. Und trotzdem, jeder Eingriff verlangt volle Konzentration und höchste Präzision. Auch an der anderen Seite durchtrennt Christos Tsiguris Fettgewebe und Blutgefäße. Der Teil des Darmes ist dann nicht mehr durchblutet und färbt sich bläulich. Man kann hier schon das Lumen des durchgetrennten Gefäßes sehen. Also den Durchmesser eines großen Blutgefäßes. Vorher Stilltupfer. Ja, abschneiden. Wir sehen praktisch, dass wir die Darmvenen jetzt hier frei präpariert haben, entsprechend hier die Lymphknoten mit entfernt haben. Und jetzt das gleiche Prozedere auch hier. Wir klammern und durchtrennen. Ich brauche noch ein Magazin. Mach mal da bipolare Pinzette und Stilltupfer. Tupfen, Jesus. So. Jetzt ist praktisch der Darm, den wir entfernen wollen, komplett abgesetzt. Der Tumor befindet sich hier zwischen meinen Fingern. Das heißt, ich bin noch im aufsteigenden Teil, sodass ich onkologisch nicht mehr resezieren muss. Es gibt Situationen, wo wir, obwohl wir über eine Krebserkrankung reden, mit einer Operation den Patienten heilen können. Das ist in der Dickdarmchirurgie definitiv so. Wenn man den Tumor früh detektiert, in einem frühen Stadium, ohne Metastasen, und den früh operiert und die Lymphknoten nicht befallen sind, dann hat der Patient eine sehr, sehr gute 5-Jahres-Überlebensrate. Also wir schauen, wie viele Patienten von 100 in diesem Stadium leben nach 5 Jahren. Und da bewegen wir uns schon bei 90-95% bei den Anfangsstadien.
Das entfernte Gewebe geht in die Pathologie und wird dort untersucht. Wir haben den rechten Dickdarmanteil entfernt und müssen den Dickdarm mit dem Dünndarm jetzt so letztendlich eine neue Verbindung machen. Wir werden jetzt an jedem Darmanteil ein kleines Loch, also eine Öffnung, produzieren, wo wir erneut ein Klammernahtgerät einführen können, sodass die zwei seitlichen Wände, Dünn- und Dickdarm, aneinander zu liegen kommen und das Gleiche natürlich dann wieder durchführen, klammern und durchtrennen. Stillchen für den Dr. Ball dabei und bipolare Pinzette für mich. Die Chirurgen beginnen mit dem dritten Schritt der Operation, der Rekonstruktion. Die beiden Darmenden werden wieder miteinander verbunden. Die Verdauung wird dann ganz normal funktionieren. Jetzt haben wir schon im Dünndarm eine kleine Öffnung gemacht. Ja? Das ist jetzt ein anderer Linearstäbler. Der wird hier eingeführt, kannst du liegen lassen. Kannst du liegen lassen. So, noch halten oder halten doch. Jetzt jedes machen wir das hier, das gleiche hier im Bereich des Dickdarmes. Schere. Stillchen. Die beiden Darmenden könnten auch von Hand wieder zusammengenäht werden, doch mit dem Klammernahtgerät sparen die Chirurgen wieder Zeit. So, jetzt das blaue Magazin. So. Jetzt führen wir die zwei unterschiedlichen Schenkel des Magazins zusammen. Okay. Locker lassen. So, okay. Ich verschließe sozusagen jetzt das Gerät und das tue ich jetzt manuell auslösen. Ich nehme die linke Seite, Tim. Das ist meine Seite. Alice-Klemme. Schmutzig. Stillchen. Sodass ich hier praktisch den Weg geschaffen habe. Ja? Okay, schmutzig. Alice-Klemme. Das ist natürlich eine klassische Operation, die man auch gut mit der Hand nähen kann. Ja? Es galt auch früher als die klassische Operation, um Dickdarmchirurgie zu lernen, ja? Wo man dann letztendlich als erfahrener Operateur den Assistent die Dickdarmchirurgie beigebracht hat. Und jetzt mache ich jetzt die offenen Stellen noch zu und damit ist meine Kontinuität wiederhergestellt. Der technische Fortschritt erleichtert den Chirurgen also in vielen Fällen das Operieren. Nichtsdestotrotz gibt es Situationen, wo Sie mit der Technologie nichts anfangen können. Wenn Sie Situationen haben, wo Sie den Bauch aufmachen müssen, dann müssen Sie sich dort auch zurechtfinden. Also es ist immer noch ein Handwerk und es wird ein Handwerk bleiben, ohne dass man die Entwicklung verpassen wird. Das ist dann letztendlich unsere Anastomose, diese Verbindung. Ich könnte mit meinem Finger also dazwischen gehen und also die entsprechend auch tasten. Dünndarm, Dickdarm, also eine Dünndarm-Dickdarm-Anastomose. Einen Teil näht Christos Tsiguris dann doch mit der Hand. Ein Schlitz im Fettgewebe muss wieder geschlossen werden, damit keine Lücke bleibt, in der Organe eingeklemmt werden könnten. Das ist jetzt ein feiner Monophylerfaden. Das heißt, der ist nicht geflochten. Wasser, links wie immer. Und diese monophylle Fäden, wenn die fein sind, dann reißen die ganz gerne. Und deswegen machen wir Wasser auf die Handschuhe und dann gleitet der Faden deutlich besser. Wir haben auch den Schlitz zugemacht, sodass wieder anatomisch das Ganze, zwar nicht genau, wie es der liebe Gott gemacht hat, aber fast. Und damit sind wir letztendlich fast fertig. Also ich versuche jetzt natürlich auf dem Rückzug kleinere Blutungsquellen zu detektieren, bipolare Pinzette. Super. Kleine Blutungen stillt der Chefarzt mit der bipolaren Pinzette. Außerdem muss er den rund 4 Meter langen Dünndarm wieder richtig in den Bauchraum legen. Wenn ich jetzt den Darm um die eigene Achse drehe, dann drehe ich auch das Gefäß. Und wenn die Drehung 360 Grad beträgt, dann ist in der Umständen die Durchblutung gestört. Und ab dem Moment beginnt die Uhr zu laufen, weil nach 6 Stunden ist dann der Darm komplett nicht mehr durchblutet. Und das versuche ich dann, indem ich letztendlich am Ende der Operation den Darm
wieder so, wie er liegen sollte, in dem Fall meanderförmig, in den Bauchraum zu platzieren, Pinzette. Auch in der Fettschürze sind durch die Präparation Löcher entstanden. Die näht Christos Tsiguris wieder zu. Die Fäden lösen sich in ein paar Wochen auf. Externat. Das ist das große Netz, diese Fettschürze, die wir ganz am Anfang letztendlich vom queren Teil und vom aufsteigenden Teil des Darmes abpräpariert haben. Und die wird wieder über den Darm gelegt, so wie es war. Jetzt würden wir praktisch den Rahmen wegmachen. Die Instrumente, aber auch alle Kompressen, Tupfer, Bauchtücher werden gezählt. Das ist die Aufgabe der Schwester und des Springers. Und in dem Fall brauchen wir auch absolute Konzentration. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 8, 22. Auch wir machen dann letztendlich auch selber eine Kontrolle und tasten erneut den Bauchraum ab, alle Quadranten. Das heißt, da habt ihr Zwerchfelle zur Milz hin, zwischen Zwerchfell und Leber, unterhalb der Leber, rechts und links vom Dickdarm, unten im kleinen Becken. Ja. Auch dass wir die absolute Sicherheit haben, dass da nichts drin geblieben ist. Gut. Es ist und bleibt weiterhin ein Beruf, der Spaß macht. Ein Beruf, der auch eine gewisse Befriedigung mit sich bringt. Wenn wir Sachen wegschneiden, ja, Sachen, die auch zum Teil schlecht durchblutet sind, perforiert, durchgebrochen sind, das wieder zusammenbauen, einfach gesagt. Und man sieht den Patienten dann 10 Tage später rumlaufen und glücklich und zufrieden. Das ist für mich immer noch was sehr Tolles. Auch heute ist Chefarzt Christos Tsiguris zufrieden. Die Operation ist sehr gut verlaufen, ganz ohne Komplikationen. Ich fange zwar jetzt schon den Bauch zuzunähen, aber ich mache ganz sachte, bis die Schwester das Kommando gibt, dass alles vollzählig ist. Ja. Der Chefarzt kann zunähen. Nichts mehr im Bauch, was da nicht hingehört. Okay. Die Haut wird in dem Fall getackert. Es geht schneller und von der Kosmetik ist es unabhängig davon, ob sie tackern oder nähen, gleich gut. Ja. Gleich erstmal Blutspülung. Der Assistent, in dem Fall mein Oberarzt, der adaptiert die Haut. Das war jetzt, ja. Entschuldigung. Tim, ich mach das selber mit der Dings. Ich mach das selber. Dann lass mich. Okay. So, damit sind wir fertig. Jetzt kommt noch der Verband drauf und ich trete ab. Ja, vielen Dank. Nein, danke. Achtung. Cool. Die erste Visite am nächsten Tag, klar, wir gehen auch direkt nach der Operation zum Patienten, aber je nach Eingriff ist er meistens schläfrig und er nimmt nicht alles wahr, wir reden mit den Angehörigen. Aber wenn man am nächsten Tag den Patient wach orientiert, schmerzarm und wenn man dann noch ein gutes Ergebnis mitteilen kann, dann ist man richtig stolz und glücklich. Als klassisches Handwerk mag die Chirurgie vielleicht nicht mehr gelten. Faszinierend ist die Arbeit der Chirurgen aber in jedem Fall. Denn was gibt es Größeres, als mit seinen Händen ein Leben zu retten? Was hat dich am meisten an dieser Handwerkskunst begeistert? Schreib es uns in die Kommentare und wir freuen uns natürlich über dein Kanalabo.